Wir verwendeten eine hochspezielle Meeresbodenbohranlage, die in der Antarktis zuvor noch nie eingesetzt wurde. Sofort entdeckten wir mehr als 60 verschiedene Pflanzenarten, ähnlich denen aus einem Regenwald. Die Antarktis galt als leblos, komplett gefroren und stabil. Nichts sollte sich unter kilometerdickem Eis bewegen. Nichts dürfte nach Millionen Jahren der völligen Isolation noch aktiv sein, Antarktis. Doch die Wissenschaftler bohrten trotzdem weiter. Und was sie unter dem antarktischen Eisschelf fanden, dürfte eigentlich gar nicht existieren. Auf Grundlage dieses Ortes und der Bedingungen dort bin ich überzeugt, dass der antarktische Kontinent und die Geheimnisse, die noch entdeckt werden müssen, uns viel über unseren Planeten verraten werden. Das verborgene Leitungssystem unter dem Eis, um zu verstehen, wie der Enigma-See an einem Ort flüssig bleiben kann, der Wasser beim Kontakt frieren lässt, wandten sich die Forscher der Chemie zu. Sie analysierten Salze und gelöste Stoffe im Wasser, was sie fanden, schloss eine einfache Erklärung sofort aus. Die chemische Signatur passte weder zu Oberflächenschnee noch zu Eis. Sie ähnelte auch nicht zufällig eingeschlossenem Schmelzwasser. Stattdessen deutete alles auf Wasser hin, das sich langsam und gezielt über große Distanzen durch Gestein und tiefes Eis bewegt hatte. Das bedeutete, der See war nicht isoliert. Er wurde von einem verborgenen unterirdischen System gespeist, mit dem hier niemand gerechnet hatte. Wasser aus nahegelegenen Gletschern wurde durch enormen Druck nach unten gepresst und dann seitlich durch Risse und Kanäle unter dem Eis weitergeleitet. Diese Wege transportierten nicht nur Wasser, sondern auch Mineralien und Wärme. Mit der Zeit lieferten sie alles, was der See zum Bestehen brauchte, unvorstellbar. Diese Entdeckung erschütterte das Forschungsteam. Eis unter solchem Druck sollte sich wie festes Gestein verhalten. Das Gewicht der Eisschicht müsste Risse schließen und alles fixieren. Diese Annahme hatte die Antarktisforschung jahrzehntelang geprägt. Doch die Daten zeigten etwas völlig anderes. Das Eis hatte sich nicht versiegelt. Es war aufgebrochen. Es blieb offen und es bewegte sich. Das bedeutete, die antarktische Eisschicht ist keine starre, gefrorene Masse. Sie ist aktiv. Unruhig, Kinder. Unter dem Eis fließt subglaziales Wasser über gewaltige Flächen des Kontinents und verbindet Regionen, die an der Oberfläche hunderte Kilometer voneinander entfernt sind. Diese verborgenen Ströme bewegen sich langsam, aber konstant. Sie transportieren Wärme, die das Eis von unten aufweicht. Sie liefern Nährstoffe für isolierte Ökosysteme. Und sie erzeugen Druck, der den Untergrund formt. Die Folgen sind alarmierend. Lange wurde der Eisverlust in der Antarktis vor allem steigenden Luft- und Meerestemperaturen zugeschrieben. Diese Faktoren spielen eine Rolle. Doch der Enigma-See zeigt eine weitere, unsichtbare Gefahr. Hier beginnt die Veränderung unter dem Eis. Wasser verringert die Reibung zwischen Eis und Gestein. Eis, das eigentlich fest verankert sein sollte, beginnt zu gleiten. Gletscher beschleunigen plötzlich. Ihre Basis wird dünner, während die Oberfläche zunächst unverändert wirkt. Das macht die Gefahr schwer erkennbar. Eisschelfe können stabil erscheinen, bis sie plötzlich versagen. Risse können sich von unten ausbreiten. Ganze Eisbereiche können geschwächt werden, ohne sichtbare Warnzeichen. Wenn der Zusammenbruch beginnt, ist es bereits zu spät. Das verborgene Wasser hat seine Wirkung längst entfaltet. Über dem Enigma-See stehend spürten die Forscher wachsende Unruhe. Der See war der Beweis, dass dieses unterirdische System real und mächtig ist. Er erklärte, warum sich einige Regionen der Antarktis schneller verändern, als Modelle vorhersagen. Er zeigte, wie isolierte Ökosysteme über unvorstellbar lange Zeiträume in völliger Dunkelheit existieren können. Doch er brachte auch neue Sorgen. Wenn sich Wasser so frei unter dem Eis bewegt, ist die Eisschicht viel anfälliger als gedacht.
Der Untergrund der Antarktis ist nicht nur Fundament. Er ist Teil des Systems. Er interagiert mit dem Eis auf eine Weise, die Wissenschaftler erst zu verstehen beginnen. Doch Wasser allein löst nicht das letzte Rätsel. Flüssiges Wasser kann hier ohne eine konstante Wärmequelle nicht existieren. Druck hilft, aber er reicht nicht aus. Der See benötigt Wärme, die weder von der Sonne noch von Luft oder Ozean stammt. Und diese Wärme muss von unterhalb des Eises kommen. Und das führt zur beunruhigendsten Frage überhaupt. Wenn Wärme und Wasser aus der Tiefe aufsteigen, was geschieht dann im Gestein unter der Antarktis? Und wie lange passiert das schon, ohne dass es jemand bemerkt hat? Ein lebendiges Ökosystem, eingeschlossen in völliger Dunkelheit. Als Wissenschaftler schließlich das Seewasser und die dunklen Sedimente am Grund untersuchten, zeigte sich die Wahrheit sofort. Es gab keinen langsamen Aufbau zur Entdeckung. Keinen Raum für Zweifel. Punktu. Schon die ersten Proben enthielten Leben. Keine schwachen Spuren oder zufällige Überreste, sondern lebende Organismen, die wuchsen, sich veränderten und ihre Umgebung aktiv formten. Die Erkenntnis traf das Forschungsteam mit voller Wucht. Viele hatten sich darauf eingestellt, gar nichts zu finden. Höchstens einfache Bakterien, die kaum überlebten. Doch was sie fanden, war weit organisierter und deutlich beunruhigender. Sie entdeckten dichte mikrobielle Matten und sogar kleine Schwämme auf den Gesteinen, ein Anblick, der sie sprachlos machte. Der Boden des Sees war von dicken mikrobiellen Matten bedeckt, die sich wie eine lebende Haut über das Sediment zogen. Diese Strukturen waren weder flach noch zufällig. Sie bildeten Schichten, übereinander gestapelt, jede mit klaren Wachstumsspuren. Einige waren dünn und scharf abgegrenzt und ragten senkrecht vom Grund auf. Andere waren dicht, gefaltet und massiv, geformt durch langsames, stetiges Wachstum. Manche erreichten eine Höhe von fast 40 Zentimetern. Und Pia. Sie blieben stabil, brachen nicht zusammen. Beständig. Gar nicht. Widerstandsfähig. Solche Strukturen entstehen nicht schnell. Sie brauchen Zeit, Gleichgewicht und eine verlässliche Energiequelle. Genau das war das Problem. Ein derart organisiertes System sollte in völliger Dunkelheit nicht existieren. Fast jedes Ökosystem der Erde hängt vom Sonnenlicht ab. Pflanzen erzeugen Energie durch Licht, Tiere ernähren sich von Pflanzen. Selbst Mikroorganismen nutzen oft chemische Reste dieser Kreisläufe. Doch unter etwa 12 Metern Eis erreicht kein Licht das Wasser. Keine Photosynthese, keine klassische Nahrungskette. Nach allen bekannten Regeln hätte dieses System längst kollabieren müssen. Doch das tat es nicht. Es blühte im Sonnen. Weitere Analysen zeigten, wie diese Organismen überleben. Sie nutzten keine Lichtenergie, sondern chemische Energie. Mineralien und Verbindungen strömten von unten in den See. Die Organismen ernährten sich davon und wuchsen. Das bedeutete, der See war nicht vollständig isoliert, wie lange angenommen. Er war verbunden mit tieferen Systemen im Eis und möglicherweise im Gestein darunter. Und diese Erkenntnis brachte neben Staunen auch Angst. Diese Organismen hatten sich in völliger Isolation entwickelt. Nie Kontakt zur Oberfläche. Nie Anpassung an moderne Sauerstoffwerte. Keine Konkurrenz durch fremde Mikroben. Dieses Ökosystem war vermutlich seit Zehntausenden von Jahren abgeschottet. Vielleicht sogar noch länger. Eine eigene Welt mit eigenen Regeln, eigenem Gleichgewicht und empfindlicher Stabilität. Gerade diese Isolation machte es extrem verletzlich. Ein einziger Fehler konnte alles zerstören. Eine Verunreinigung durch Bohrgeräte könnte sich im Wasser ausbreiten. Ein Hauch Oberflächenluft, fremde Mikroorganismen einschleppen.
Einmal gestört, würde sich dieses System vermutlich nie erholen. Es wäre unwiederbringlich verloren. Und mit ihm ein direkter Einblick darin, wie Leben unter scheinbar unmöglichen Bedingungen existieren kann. Mit dieser Verantwortung wuchs eine weitere Erkenntnis. Dieser See war kein Einzelfall. Er war ein Hinweis auf etwas Größeres. Wenn komplexe Ökosysteme unter dem antarktischen Eis existieren können, dann ist das Eis keine feste Barriere. Es ist eine Hülle. Darunter fließt chemische Energie, Pumps, Wärme steigt auf, Magnesium und Eikern. Druck formt verborgene Räume, in denen Leben entstehen kann. Diese Entdeckung passt zu anderen beunruhigenden Beobachtungen in der Antarktis. Subglaziales Wasser bewegt sich unter der Eisdecke. Wärme steigt aus dem Erdinneren auf, in manchen Regionen reagiert das Eis stärker auf Kräfte von unten als auf Wetterveränderungen an der Oberfläche. Die gefrorene Landschaft verbirgt Aktivität. Der Enigma-See ist nicht nur ein Rätsel. Er ist ein Hinweis darauf, dass die Antarktis nicht so still und leblos ist, wie sie scheint. Unter dem Eis geschieht etwas. Und die Menschheit beginnt es gerade erst zu erkennen. Die Bohrung, die niemals auf Wasser stoßen sollte. Als Forscher ihre Expedition zum Enigma-See erstmals planten, glaubten sie bereits zu wissen, was sie dort erwarten würde. Dieser Teil der Antarktis hatte einen Ruf, der keinen Raum für Überraschungen ließ. Er war trocken, extrem kalt und an der Oberfläche völlig leblos. Der Boden war in Eis und Gestein eingeschlossen, das sich seit Tausenden von Jahren nicht bewegt hatte. Die Luft entzog allem, was ihr ausgesetzt war, jede Feuchtigkeit. Schnee fiel kaum und, wenn doch, wurde er sofort vom Wind fortgetragen. Nach allen bekannten Regeln konnte flüssiges Wasser hier nicht existieren. Punkt. Diese Gewissheit prägte die gesamte Mission. Das Team suchte nicht nach Wasser. Es untersuchte lediglich gefrorenen Boden und uraltes Eis. Schon bei ihrer Ankunft wirkte der Ort feindlich. Die Kälte war nicht nur unangenehm. Sie war aggressiv. Sie drang durch Handschuhe und Stiefel und setzte sich tief in den Knochen fest. Der Wind kam nie ganz zur Ruhe. Er strich wie eine Klinge über das Eis und entzog Wärme und Atem. Und selbst erfahrene Forscher fühlten sich unwohl in dieser Stille und dem endlosen Weiß. Nichts sollte sich an einem Ort wie diesem bewegen. Nichts sollte fließen. Als sie mit ihren Instrumenten über das Eis gingen, zeigten sich erste Anzeichen von Problemen auf den Radarschirmen. Die Daten entsprachen nicht den Erwartungen. Anstatt massives Eis in die Tiefe zu zeigen, veränderte sich das Signal. Es bog sich und reflektierte auf eine Weise, die auf Bewegung hindeutete. Noch beunruhigender, auf flüssige Bewegung. Das Team überprüfte seine Geräte immer wieder. Defekte Instrumente waren die einfachste Erklärung. Doch alle Tests waren einwandfrei. Verwirrung wurde zu Unruhe. Flüssiges Wasser in dieser Umgebung schien unmöglich. Wasser gefriert weit über diesen Temperaturen. Es gab kein Sonnenlicht, das es erwärmen konnte. Keinen Druck, der es flüssig halten würde. Keine bekannte Wärmequelle nahe der Oberfläche. Und dennoch verschwanden die Messwerte nicht. Nach stundenlangen Diskussionen und wachsender Anspannung traf das Team eine Entscheidung mit echtem Risiko. Sie würden bohren. Der Bohrer schnitt sich langsam durch Eis, das seit Ewigkeiten unberührt war. Jeder Meter verstärkte die Stille. Dann in etwa 12 Metern Tiefe ließ der Widerstand plötzlich nach. Das Geräusch veränderte sich. Die Spannung im Seil kippte. Der Bohrer war in flüssiges Wasser gefallen. Für einen Moment sprach niemand. Das war kein Matsch, kein Schmelzwasser von oben. Es war klares, vollständig flüssiges Wasser, eingeschlossen unter dickem Eis.
Es hatte nie Sonnenlicht gesehen, nie offene Luft berührt. Der Schock war körperlich spürbar. Einige spürten, wie sich ihr Magen zusammenzog. Andere starrten ungläubig, unfähig zu begreifen, was sie sahen. Diese Entdeckung erschütterte Annahmen, die die Antarktisforschung jahrzehntelang geprägt hatten. So dickes Eis sollte alles fest einschließen. Ohne Sonnenlicht sollte kein Leben existieren. Und ohne Schmelzwasser oder Regen dürfte es hier überhaupt kein Wasser geben. Und doch war es da, ruhig, stabil, verborgen unter einer gefrorenen Hülle. Als Proben entnommen wurden, zeigte sich ein weiteres beunruhigendes Detail. Dieser See war nicht neu. Chemische Hinweise belegten, dass das Wasser seit sehr langer Zeit existierte. Es war kein kurzfristiges Schmelzereignis. Der See besaß Schichten, Struktur und einen stabilen Boden. Er verhielt sich wie ein System, das längst im Gleichgewicht war. Das führte zu einer Frage, die niemand schnell beantworten konnte. Woher kam dieses Wasser? Es gab keinen Zufluss von der Oberfläche. Oberfläche. Das Land darüber zerstörte flüssiges Wasser, statt es zu speisen. Also musste der See von unten oder aus großer Entfernung versorgt werden. Wasser musste sich durch Eis oder Gestein bewegen, auf eine Weise, die hier als unmöglich galt. Der Gedanke war zutiefst beunruhigend. Die Antarktis galt lange als gefroren und still. Ein Ort, an dem Veränderungen kaum stattfinden. Dieser See deutete auf das Gegenteil hin. Unter dem Eis war etwas aktiv. Material bewegte sich über große Distanzen, im Verborgenen, in völliger Dunkelheit. Mit der Tragweite der Entdeckung mischte sich Aufregung mit Angst. Über dem stillen Wasser stehend erkannten die Forscher, dass sie auf eine Welt blickten, die vollständig vom Rest der Erde abgeschnitten war. Sie hatte in Isolation überlebt, geschützt vom Eis, unberührt von Wetter und Licht. Dann kam der letzte Schlag gegen ihre Gewissheit. Bei der Analyse der Wasserproben zeigten sich Lebenszeichen. Keine zufälligen Spuren, keine Verunreinigung von außen. Dieses Leben hörte dorthin. Es hatte sich an Kälte, Dunkelheit und Druck angepasst, auf eine Weise, die niemand erwartet hatte. Der See war nicht leer, und er war lebendig. Der Schock war überwältigend. Wenn Leben hier existieren konnte, eingeschlossen unter Eis, an einem der extremsten Orte der Erde, dann waren die Regeln weit weniger fest, als man geglaubt hatte. Der gefrorene Kontinent war nicht tot, uralte Luftblasen und eine Warnung vor dem Aussterben. Bei tiefen Bohrungen im antarktischen Eis für strukturelle Untersuchungen machten Wissenschaftler eine weitaus beunruhigendere Entdeckung als erwartet. Im Inneren der Eisbohrkerne fanden sie winzige Luftblasen, die seit fast 1,2 Millionen Jahren eingeschlossen waren. Diese Blasen waren weder verändert noch vermischt worden. Sie wurden genau in dem Moment versiegelt, als sich das Eis bildete. Jede einzelne bewahrte eine Probe der damaligen Erdatmosphäre, unverfälscht und original. Diese Entdeckung veränderte alles. Bis dahin reichten Klimadaten nur begrenzt in die Vergangenheit. Diese Eisbohrkerne verschoben die Grenze um hunderttausende Jahre zurück. Zum ersten Mal konnten Wissenschaftler längst vergessene Kapitel des Erdklimas präzise untersuchen. Das Eis hatte wie ein Tresor gewirkt. Schicht für Schicht hatte es die Geschichte des Planeten gespeichert, unberührt von Erosion, Feuer oder menschlichem Einfluss. In der eingeschlossenen Luft maßen Forscher Kohlendioxid, Sauerstoff und Methan. Diese Gase erzählten eine detaillierte Geschichte. Sie zeigten Temperaturschwankungen über Zehntausende Jahre, den Aufstieg und Rückgang von Eiszeiten und plötzliche Veränderungen, bei denen sich das Klima viel schneller wandelte als erwartet. Muster wurden sichtbar, in denen die Erde immer wieder zwischen Stabilität und Chaos wechselte. Als die Daten klarer wurden,
stach ein Zeitraum besonders hervor. Vor etwa 900.000 Jahren lief etwas gravierend schief. Post. Genetische Hinweise aus heutigen Menschen deuten darauf hin, dass die Weltbevölkerung damals auf rund 1300 Individuen schrumpfte. Kein langsamer Rückgang. Perlen, T. Ein Zusammenbruch. Pijani, Endaudat, historisch. Die Menschheit stand kurz vor dem vollständigen Verschwinden. Klimatische Instabilität gilt heute als eine der wahrscheinlichsten Ursachen dieses beinahe Aussterbens. Die Eisbohrkerne halten diesen Moment in erschreckender Deutlichkeit fest. Sie zeigen lange Phasen extremer Kälte, die ganze Ökosysteme zerstört haben dürften. Sie zeigen abrupte Klimasprünge, die verlässliche Jahreszeiten zunichte machten. Nahrungsquellen brachen zusammen. Bewohnbare Gebiete schrumpften. Wanderwege wurden unpassierbar. Baus tönter Mister die Torstdarmentane. Überleben hing von Zufall, Anpassungsfähigkeit und Ausdauer unter ständigem Druck ab. Für die Wissenschaftler war die Analyse dieser Schichten zutiefst verstörend. Sie sahen nicht nur Zahlen. Sie blickten auf Bedingungen, die die Menschheit beinahe ausgelöscht hätten, noch bevor ihre Geschichte richtig begann. Jede Luftblase trug Spuren eines Überlebenskampfes. Die Antarktis ermöglicht solche Erkenntnisse, weil sie Daten besser bewahrt als jeder andere Ort der Erde. Das Eis bewegt sich langsam, es schützt, was es einschließt. Anders als Wälder, Ozeane oder Böden wird hier nichts ständig umgewälzt. Einmal eingeschlossen, kann etwas über 1 Million Jahre erhalten bleiben. Das macht die Antarktis zu mehr als gefrorenem Wasser. Sie ist ein Archiv planetarer Erinnerung. Sie zeigt, wie zerbrechlich das Gleichgewicht der Erde ist. Wie schnell Bedingungen lebensfeindlich werden können. Sie dokumentiert Zeiten des Gedeihens und Momente, in denen das Leben beinahe verschwand. Diese Aufzeichnungen sind klarer und vollständiger als alles, was anderswo gefunden wurde. Doch der Zugang zu diesem Archiv ist nicht ohne Risiko. Bohrungen im Eis sind kein passiver Eingriff. Sie stören Schichten, die seit Zeitaltern unberührt waren. Der Bohrprozess bringt Wärme in ein System, das auf Kälte angewiesen ist. Er öffnet Wege, die durch Druck und Zeit versiegelt waren. Selbst vorsichtige Eingriffe bergen Gefahren. Wissenschaftler sind sich dieses Widerspruchs bewusst. Um die Systeme zu verstehen, müssen sie beeinflussen. Jeder entnommene Bohrkern verändert die Struktur minimal. Jede Bohrung schafft eine potenzielle Schwachstelle. Mit zunehmenden Daten zeigt sich ein beunruhigendes Muster. Je mehr wir über die Antarktis lernen, desto deutlicher wird, wie oft die Erde in der Vergangenheit am Rand des Zusammenbruchs stand. Das waren keine seltenen Zufälle. Es waren natürliche Folgen überlasteter Systeme. Kleine Veränderungen summierten sich, bis kein Spielraum mehr blieb. Die Menschheit überlebte durch Zufall und Widerstandskraft. Doch es gibt keine Garantie, dass sich dieses Glück wiederholt. Deshalb ist die im antarktischen Eis bewahrte Vergangenheit so entscheidend. Sie ist keine ferne Geschichte. Sie ist ein Protokoll von Grenzwerten. Sie zeigt, was geschieht, wenn das Gleichgewicht kippt. Wie schmal die Linie zwischen Überleben und Aussterben ist. Und was Wissenschaftler heute am meisten beunruhigt, ist nicht nur das, was bereits entdeckt wurde, sondern das, was noch verborgen ist, tief unter dem Eis. Kräfte, die die Erde schon einmal geprägt haben. Kräfte, die die Menschheit beinahe ausgelöscht hätten. Das Feuer unter dem Eis, über das niemand sprechen wollte. Die Antarktis wird oft als gewaltige Eisfläche dargestellt, die auf kaltem, leblosem Boden ruht. Doch dieses Bild ist falsch. Unter großen Teilen des Kontinents verbirgt sich etwas weitaus Gefährlicheres. Tief unter dem Eis ist die Erde aktiv. Dort wird Wärme gespeichert.
Diesen wie des Palme. Dort baut sich Druck auf. Und an vielen Stellen wartet geschmolzenes Gestein. Wissenschaftler haben inzwischen bestätigt, dass sich unter dem westantarktischen Eisschild ein großes Vulkansystem befindet. Dutzende Vulkane wurden identifiziert. Einige wirken ruhig und inaktiv. Andere zeigen deutliche Anzeichen von Wärmeabgabe und Gasbewegungen. Alle sind unter gewaltigen Eismassen verborgen, unsiehet. In manchen Regionen ist dieses Eis mehrere Kilometer dick. Es wirkt wie ein erdrückender Deckelbeckert. Noch hält dieser Druck die Vulkane zurück. Doch dieses Gleichgewicht ist nicht stabil. Eis bleibt nicht für immer unverändert und unter der Oberfläche bewegt sich subglaziales Wasser durch Risse und Kanäle. Es transportiert Wärme. Es schmilzt das Eis von unten. Währenddessen nimmt das Gewicht auf dem Gestein langsam ab. Sinkt der Druck, dehnt sich Magma in der Tiefe aus. Dieses expandierende Magma setzt zusätzliche Wärme frei. Mehr Wärme schmilzt mehr Eis. Das Eis wird dünner. Der Druck sinkt weiter. Ein sich selbst verstärkender Prozess. Computermodelle zeigen, hat dieser Kreislauf einmal begonnen, kann er sich eigenständig fortsetzen. Er braucht keine steigenden Lufttemperaturen. Er stoppt nicht einfach, wenn sich die Bedingungen an der Oberfläche stabilisieren. Das System treibt sich selbst an. Wärme aus der Tiefe wirkt weiter, selbst wenn oben scheinbar Ruhe herrscht. Diese Erkenntnis hat Forscher erschüttert. Vulkanische Wärme kann Eis von unten so schnell ausdünnen, dass es an der Oberfläche kaum erkennbar ist. Von oben wirkt alles ruhig. Satelliten zeigen glatte, weiße Flächen. Doch darunter verliert das Eis an Stabilität. Eisschelfe schwächen sich unbemerkt. Risse breiten sich lautlos aus. Und dann kommt der Bruch, plötzlich und vollständig. Wenn ein Eisschelf kollabiert, verschwindet die Barriere, die die Gletscher im Landesinneren zurückhält. Diese Gletscher beschleunigen sich. Sie strömen schneller ins Meer. Und setzen gewaltige Eismengen frei. Das Ausmaß der Gefahr ist kaum zu überschätzen. Die Antarktis enthält mehr als 70% des Süßwassers der Erde. Gebunden in Eis, das über tausende Jahre stabil geblieben ist. Schon kleine Veränderungen können den Meeresspiegel deutlich ansteigen lassen. Küstenstädte weltweit hängen davon ab, dass dieses Eis stabil bleibt. Davon, dass die Kräfte unter dem Kontinent ruhig bleiben. Was die Situation noch beunruhigender macht, ist der Faktor Zeit. Vulkansysteme folgen keinem menschlichen Zeitplan. Sie geben keine klaren Warnungen. Veränderungen in der Tiefe können langsam beginnen und dann plötzlich eskalieren. Wärme nimmt zu, Druck verschiebt sich. Wasserwege verändern sich. Wenn die ersten Anzeichen an der Oberfläche sichtbar werden, ist der Schaden möglicherweise bereits unumkehrbar. Vulkane wirken dabei nicht isoliert. Ihre Wärme beeinflusst direkt die Wassersysteme unter dem Eis. Erwärmt sich das Gestein, verändert sich der Wasserfluss. Kanäle öffnen sich oder schließen sich. Druck baut sich dort auf, wo Wasser eingeschlossen wird. Das darüber liegende Eis wird ungleichmäßig geschwächt. Spannungen breiten sich in unvorhersehbare Richtungen aus. Das macht die gesamte Eisschicht instabil, schwer zu berechnen und noch schwerer zu kontrollieren. Immer mehr Wissenschaftler müssen eine alte Vorstellung aufgeben. Die Antarktis ist kein starrer, gefrorener Block und sie ist ein dynamisches System aus Eis, Wasser, Gestein und Wärme. Morgedian entstudet Haupelwärme. Alles darin bewegt sich. Alles steht in Wechselwirkung und
Und viele der stärksten Kräfte wirken verborgen, tief unter der Oberfläche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.